Auf in die Schweiz. Es erwarten uns Sommersonne und kristallklares Wasser. Dabei die Berge im Blick. Der Vierwaldstätter See. Die volle Dosis Urlaubsglück. Nicht nur das, es gibt auch Bergaction in Top-Fotokulissen. Und Björn Freitag kocht am Berg. Also das wollte ich immer schon mal machen, auf 1550 Metern Hotdog kreieren. Regiert in Luzern und auf den Bergen also der gute Geschmack? Das will Spitzenkoch Björn Freitag herausfinden. Und er wird schön herumkutschiert bei seiner Suche nach leckeren Spezialitäten und kulinarischen Geheimtipps. Und davon hat einer besonders viele auf Lager. Roberto. Grüezi miteinander, herzlich willkommen. Mein Name ist Roberto und wenn ihr in die schönste Stadt der Schweiz kommen wollt, dann kommt nach Luzern. Gern. Seid dabei, wenn es heißt, Björn Freitag kocht grenzenlos köstlich. Wohin geht's genau? Blickt man auf die Schweiz, erkennt man schnell, mittendrin liegt der sehr verzweigte Vierwaldstätter See. Und an der einen Spitze, da liegen Kanton und Stadt Luzern. Erstmal ankommen in Luzerns historischer Altstadt. Im Käsefondue-Elektro-Tuk-Tuk kutschiert Pascal Arreger Björn zu den schönsten Ecken der Stadt. So, ich fange schon mal an zu rühren hier, Pascal. Ja, genau. Das ist so ein kleiner Mix hier aus Bangkok und Schweiz. Ja, oder? stimmt. Ja. Sehr lecker, Pascal. Danke. Das ist schon ein Schweizer Nationalgericht, oder? Käsefondue? Kann man sagen, ja. Wie Raclette auch, ne? Ja. Jetzt auf zum Zwischenstopp mit Panoramablick auf Luzern und Umgebung. Sie wundern sich wahrscheinlich, was ich gerade hier mache. Käsefondue im Sommer, das geht doch eigentlich gar nicht. Aber mit so einer frischen Brise geht das schon ganz gut und schmeckt auch lecker. Unter mir der Vierwaldstätter See. Ich bin in Luzern angekommen. Traumhafter Blick, tolle Berge. Und jetzt interessiert mich natürlich am meisten, ist die Schweiz vielleicht kulinarisch ein bisschen verstaubt oder hat sich hier ganz viel getan? Und das werde ich jetzt herausfinden. Und neben Pascal kann ihm dabei auch Roberto helfen. Mit seinen E-Cargo-Bikes kutschiert er Touristen samt Bär Alessio zu seinen kulinarischen Lieblingsspots. Wie soll es anders sein? Ein legendärer Schokoladen ist auch dabei. Hallo Susan. Ja, hallo Roberto. Was gibt's heute zum Probieren? Magst du Zitrone? Jetzt im Sommer. Zitrone ist das passt gut? super. Ja, gut. Weshalb ist die Schweizer Schokolade die beste? Was mögen wir besonders an dieser? Wir verwenden sehr viel Sorgfalt, die Schokolade herzustellen, und wir konchieren die Schokolade sehr lange. Das haben die Schweizer erfunden, das Konchieren. Und die Zutaten ist nur die beste Qualität, die wir bekommen können. Man merkt es, gell? Ist gut. Richtig gut. Wow. Ich kann den ganzen Tag hier sein und essen. Ja, du, ich hätte Schokolade. Ich habe einen Schoki-Chop. Ja, du hast definitiv einen Schokoladenjob. Ja, wirklich, ja. Super. Du magst Schokolade richtig gern, hä? Ich könnte jeden Tag Schokolade essen. Ja, das ist ja, Schokolade macht ja auch glücklich. Das ist ja der Unterschied zu dem anderen. Und Schokolade ist Liebe und Leidenschaft. Das schmeckt man tatsächlich. Hier decken sich jedenfalls viele Luzerner ein. Ja, sicher. Ja. Nur einen Katzensprung entfernt liegt eines der angesagtesten Viertel der Stadt. So, jetzt sind wir im Bruchquartier. Das ist etwas zwischen Altstadt und Neustadt. Hier ist der Platz, wo die Locals abhängen. Hier gibt es coole Restaurants, hier gibt es kleine Secondhand-Shops, alles so kleine Läden, keine großen Ketten. Wirklich ein cooler Platz. Früher war das der Viehmarkt bis 1971 und heute ist es der Platz für die Locals von Luzern. Besucht es, wenn ihr hier seid. Richtig cooler Platz. Jetzt wird es aber Zeit, dass Roberto seinen Gast aufgabelt. Unseren Spitzenkoch Björn Freitag. Treff ist am Café Tacuba. Hier bei Manolo gibt's laut Roberto den besten Kaffee von Luzern. Selbst geröstet, versteht sich. Mit Teddy und Björn geht's los ins Grüne. Das E-Cargo-Bike lässt sich easy fahren. Die drei drehen eine Runde um die Horfer Halbinsel, abseits der Touristenströme.
Und jetzt fordert Roberto unseren Björn heraus. Was weiß er über die Schweiz? Kennt ihr die 4 Landessprachen der Schweiz? Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Eine Besonderheit ist die Flagge, sie ist quadratisch. Björn hat den Test bestanden und erhält von Roberto den Schweizer Pass. Das ist ein kleiner Reiseführer, den ich gemacht habe mit Infos über die Schweiz. Und über die Schweizer. Don't talk loud in public. Das ist so. Die Schweizer sind immer ein bisschen empfindlich, wenn Leute zu laut sprechen. Ja. Wir mögen es ein bisschen leiser und zurückhaltender. Manchmal haben wir Touristen im Zug und die quatschen so laut und dann regen sich die Schweizer schon ein bisschen aus. Echt? Das ist so. Was ist denn, wenn englische Fußballfans in die Schweiz kommen? Ja, mit Fußball können wir eine Ausnahme machen, dann geht das schon. Weiter geht's. Vorbei an Weinbergen. Echtes Postkartenfeeling. Von Horf aus ist es nicht weit zum Pilatus, Luzerns Hausberg. In Kriens nimmt man einfach die Seilbahn hoch auf den Berg. Und die Bahn bringt die Urlauber dann zunächst bis nach Freckmüntek, eine Art Freizeitpark für Bergfans. Es ist ein Wanderparadies, toll für Mountainbike-Touren. Und übernachten kann man zum Beispiel in diesen schwebenden Tree-Tents. Die Familie will Action total? Dann anschnallen und los, der Seilpark wartet. Hier gibt's Fotos fürs Leben. Die Sommerrodelbahn in schönstem Bergpanorama. Lohnt sich der Trip von Luzern aus? Ja, auf jeden Fall. Kulinarisch hat man die Wahl. Entweder selbst grillen auf der Terrasse oder wie wäre es mit einem Klassiker? Kartoffelrösti, typisch Schweizer Esskultur. Und wer noch nicht genug Spaß hatte, der fährt mit dem Dragon Ride bis auf die Spitze des Pilatus. Alpenausblick auf über 2100 Metern. Runter vom Berg, zurück nach Luzern. So, jetzt sind wir hier direkt an der Seepromenade und gleich hinter mir seht ihr die Rigi. Und das ist ein Geheimtipp, wenn ihr lokale Küche mögt, etwas wirklich Spezielles erleben wollt, vor allem Björn, da musst du mal hin. Auf den Rigi, auf das Kräuterhotel, gibt es spezielle Kulinarik, lass dich überraschen. Der Tipp klingt super. Also geht's los mit dem Dampfer. Auf zur Rigi. Björn hat sich an Deck schon ein schönes Plätzchen gesichert. Die Stadt Luzern ist einer von 5 historischen Raddampfern, die hier noch fahren. Einfach mal den Vierwaldstätter See genießen. Man schippert von Luzern in einer Stunde nach Vitznau. Vorbei zum Beispiel an der beliebten Urlaubsregion Weggis. Auch Vitznau ist ein beschaulicher Ferienort. Hier feiert die historische Zahnradbahn gerade ihr 150. Jubiläum und ist damit die älteste Bergbahn Europas. Björn nimmt aber einen deutlich moderneren Wagen und ruckelt gemächlich zur Station Rigi Staffelhöhe. Hier will er einen Kollegen treffen, der aus NRW stammt, den Küchenchef des Restaurants Regina Montium. Das gehört zum Kräuterhotel Edelweiss. Hallo zusammen. Hallo Björn. Was ist das für ein Arbeitsplatz hier mit dem Blick? In der Tat, denn das Hotel liegt auf einem Bergkamm. Im Hintergrund der Zugersee und vorne blickt der große Kräutergarten auf die Alpen. Hier gedeihen über 400 essbare Pflanzen. Sie sind die Basis der Küche von Benedikt Voss. Benedikt, du kommst ja aus NRW, aus Rees, Ganz genau. gebürtig. Du bist auch mit Michelin-Sternen dekoriert. Genau. Und das hier oben, ne? Also hier kommt man nicht mit dem Auto hin, nur mit der Bahn. Ja, genau. Und wie funktioniert euer Prinzip hier? Also kommen die Leute dann wirklich nur wegen dem Essen hoch? Ja, also grundsätzlich die meisten von unseren Gästen, die schätzen das sehr. Auch unsere Philosophie, dieses Naturnahe und diese Nachhaltigkeit von der Küche. Natürlich ist die Rigi auch immer ein Ausflugsziel, Ausflugsberg, wo die Leute gerne hin möchten. Aber ich denke, in erster Linie kommen sie wegen dem Essen. Und die schlafen dann eine Nacht, hier essen das Menü. Was macht ihr für ein Menü abends so? Ein großes oder ein kleines? Oder? Wir haben ein kleines 5-Gang und ein großes 9-Gang Überraschungsmenü. Okay.
Und immer auf Kräuterbasis. Immer auf Kräuterbasis, genau. Jetzt noch schnell was ernten. Also ich muss euch echt sagen, ich habe noch nie sowas Intensives an Kräutern gerochen. Alleine dieser Orangenthymian hier, boah, ist das cool. Aroma. Aber sag mal, sind das hier oben so die besten Bedingungen für die Kräuter? Oder Ja. warum sind die hier Oder viel es ist- intensiver, als ich die kenne? Erstens düngen wir die nicht, Ja. das heißt, sie wachsen langsam. Das ist der erste Faktor, warum die so intensiv sind. Und der zweite Faktor ist, zur Entstehung von ätherischen Ölen in Würzpflanzen ist es gut, wenn es Temperaturschwankungen gibt vom Tag zum Nacht. Also ein Garten auf 1500 Metern ist keine schlechte Idee. Dann losreißen vom Ausblick und ab in Benedikts Küche. Hier warten regionale Zutaten für einen speziellen Hotdog. Den servieren wir am Mittag, Ja? aber nicht mit einem Würstchen, sondern mit ganz schönem Bio-Kalbsfleisch von der Rigi, frittiert in Bierteig. Krass. Wow. Björn wendet das Fleisch in Mehl. Es wird gleich frittiert. Alle anderen Zutaten sind im Grunde schon fertig. Da haben wir hier unser hausgemachtes Zwiebelketchup, weil in der Schweiz gibt es keine schönen Ketchup-Tomaten. Ja. Deswegen machen wir unser Ketchup aus Zwiebeln. Und wie kriegst du die rote Farbe dann da rein? Das sind rote Zwiebeln und mit ein bisschen mit rote Betesaft kann man da spielen. Krass. So, dann habe ich noch ein bisschen Rettich-Kimchi. Das haben wir mit ja. Rettich hier vom Berg gemacht. Also ist einfach milchsauer fermentiert, wie ein Sauerkraut, nur aus Rettich mit ein bisschen Chili, ein bisschen Knoblauch. Ja. Wir legen selber saure Gurken ein. Hier habe ich Ja. Cornichons. Ja. Und eben eingelegte rote Zwiebeln noch. Das Fleisch nimmt ein Bad in Buchweizen-Bierteig. Dann ab ins Fett. Warum gerade Buchweizen? Wir sind auch wirklich verbunden mit unserem Kulturraum und deswegen versuchen wir auch einfach alte Getreide zu Ja, verwenden. toll. Und deswegen nehmen wir auch Buchweizen. Okay. Jetzt den Hotdog weiterbauen. Schnitzelchen drauf und etwas warme Hollandaise. Oben drauf und dazwischen rein. Wunderschön. Ich meine, das kennen ja die Zuschauer wahrscheinlich so früher als Sahnespender. Ja, ganz genau. Aber da kann man auch viel kreativere Sachen mitmachen. Wie also zum Beispiel diesen Hotdog anrichten. Der bekommt noch ein Topping. Kräuter aus Benedikts Garten. So. Jetzt darf Björn probieren. Das ist lecker. Also man kann das gar nicht mit irgendeinem Fastfood oder so verwechseln, weil da ist so viel Geschmackstiefe drin. Alleine was die Kräuter wieder bewirken, dann dieses tolle Ketchup und boah, das ist einfach natürlich auch diese mit Liebe eingelegten Gemüse noch dabei. Das ist einfach unglaublich. Ja, Benedikts Küche ist eine kulinarische Reise durch die Innerschweizer Alpen, sogar von Slowfood empfohlen. Die Rigibahn bringt Björn wieder gemächlich nach unten und er macht sich wieder auf den Weg nach Luzern. Auch die Stadt selbst hat noch ein paar Attraktionen in petto. Ein Foto vom berühmten Löwendenkmal muss jeder Besucher machen. Direkt nebenan ist der Gletschergarten, im Grunde ein Naturdenkmal. Diese sogenannten Gletschertöpfe können wirklich faszinieren. Neueste Attraktion, und hier noch nicht ganz fertiggestellt, die Felsenwelt. Seit Juli 2021 kann man einen Spaziergang ins Erdinnere machen. Nach 10 Jahren Bauzeit. Da gibt es viele Spuren aus vergangenen Zeiten und wir haben diese Spuren sichtbar gemacht. Und wenn man da so ins Felsinnere geht, begegnet man ganz authentisch diesen Spuren, beispielsweise einem versteinerten Meeresstrand. Vor 20 Millionen Jahren war hier ein Meeresstrand. Man begegnet der Eiszeit und das wird auch erklärt mit Projektionen, das haben wir gemacht mit Lichtdesignern. Da werden Geschichten an die Felswände projiziert und ja, es ist wie eine Schatzkammer. Man geht in eine Schatzkammer hinein und sieht sich da gegenüber von unzähligen Phänomenen aus der Erdgeschichte. Wer dann noch Lust hat, der geht nebenan ins Alpineum, ein Museum mit historischem 3D-Alpenpanorama. Im Kaffeehaus sitzt man neben Locals, auch weil es hier leckeres Eis gibt. Roberto meint sogar das Beste der Stadt. Alles homemade nach selbst kreierten Rezepten. Null Chemie. Sorten aus regionalen Zutaten sind besonders angesagt. Oder jetzt ganz neu haben wir hier das Farina Bona. Das ist ein Maismehl, das nach alter Tradition im Tessin
hergestellt wird, also so mit Wassermühlen. Und das ist ein schönes Label, das in der Schweiz eben alte Sorten neu wiederentdeckt. So aufrufen, wir möchten das gerne unterstützen. Ja. Farina buona. Lecker. Feinstes Eis, relaxte Biergärten und was geht sonst noch im Luzerner Sommer? Klar, Baden im klaren Wasser des Vierwaldstätter Sees. Hier gibt es einige öffentliche Badeplätze. Oder aber man geht in eine Badeanstalt. Die Grande Dame ist das Seebad. Komplett saniert und heute wieder ein cooler Hangout. Jetzt kommt's aber. Die Locals baden auch im Fluss. In Luzern fließt das Wasser aus dem Vierwaldstätter See durch die Reuss ab, in Richtung Rhein. Und so manch einer lässt sich gern mitnehmen. Bis zum Biergarten Nordpol. Echte Sportskanonen nutzen die Strömung sogar zum Brückensurfen. Und zwar gleich an der alten Stadtmauer. Hier auf jeden Fall einen Turm hochklettern. Der Blick entschädigt fürs Treppensteigen. Hinter der Mauer findet man dann einen weiteren kulinarischen Geheimtipp. Den Kulturbauernhof hinter Museck. Ein Rückzugsort zum Beispiel auch für Familien mit kleinen Kindern. Im Hofladen kann man sich mit regionalen Leckereien eindecken. Hier selbst erzeugt oder von Biohöfen aus der Umgebung. Wenn man lieber direkt hier was trinken oder essen möchte, kann man das natürlich auch. Und dabei dann putzige Tiere beobachten. Bauernhof-Idylle mitten in der Stadt. Die Luzerner mögen es hier. Aber uns ist es sehr wichtig, dass auch Touristen, Schweizer Touristen, ausländische Touristen hierher kommen, weil es ist auch ein Kulturgut, was wir hier anbieten. Die regionalen Produkte ist schon sehr wichtig, dass das hier auch passieren kann, diese Begegnung. Luzern kann auch weniger idyllisch sein. Ein Hauch der großen, weiten Welt verströmt dieses imposante Gebäude eines französischen Star-Architekten. So, jetzt sind wir direkt unter dem KKL, dem Kultur- und Kongresszentrum in Luzern, eines der bekanntesten Sehenswürdigkeiten hier in der Stadt. Und also wenn ihr Interesse habt an Kultur, an coolen Konzerten, an Gastronomie oder ein Museum, ist das der beste Platz hier in Luzern. Danke Roberto für den Tipp. Luzern ist am Puls der Zeit, steht aber mit einem Fuß in der Vergangenheit, ist etwas eitel und auch rustikal. Zum Schluss aber noch eins. Auch wenn ihr nicht gerade eine neue Uhr kaufen wollt, packt ausreichend Geld ein. Die Schweiz ist nicht günstig. Trotzdem, Björn Freitag hat's gefallen. Was war das Schöne in Luzern? Dieses tolle Panorama, der See, dann gepaart mit ganz viel Tradition, aber auch kreative Küche hinten auf der Rigi. Dann natürlich diese tollen Dampfschiffe hier, die Zahnradbahn, alles ist so gepflegt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, aber ihr wollt da bestimmt noch mehr sehen. Und dafür müsst ihr nur den Kanal abonnieren, also aktiviert die Glocke. Danke euch.